Mein Name ist Tobias Winkler und ich bin Professor und Sektionsleiter für regenerative Orthopädie und Unfallchirurgie hier an der Charité in Berlin. Und mein klinischer Schwerpunkt ist rekonstruktive Gelenkchirurgie, hier insbesondere die rekonstruktive Kniechirurgie. Und mein wissenschaftlicher Schwerpunkt ist die Entwicklung von neuartigen Therapien für den Bewegungsapparat. In der klinischen Tätigkeit bin ich vorwiegend rekonstruktiver Kniechirurg, das heißt, wir machen da Bandchirurgie, Knorpeltherapien, Osteotomien zur Prävention von Arthrose, aber auch zur Therapie von Arthrose und Knorpelschäden oder auch eben Verletzungen, Knieverletzungen, habe auch sehr viel traumatologisch operiert in meinem orthopädischen Leben und da auch gesehen, wo Verletzungen im Kniegelenk hinführen können, nämlich zu einer posttraumatischen Arthrose. Das Wichtigste ist die Entzündungsbehandlung bei der Arthrose oder das weit verbreitetste. Hier gibt es nicht steroidale Antirheumatika, das heißt Produkte, die die Entzündung im Kniegelenk als Tabletten attackieren. Dann gibt es natürlich intraartikuläre Injektionstherapien mit Cortison, von dem man aber weiß, dass es eigentlich den Knorpel mehr abbaut und das nur im Endstadium eigentlich gegeben werden sollte, weil auch die Beschwerden wieder kommen. Und dann gibt es noch andere intraartikuläre Injektionstherapien wie Plasmatherapien, die wir beforschen hier, oder zum Beispiel neue Interventionstherapien wie zum Beispiel die Embolisation von pathologischen Gefäßen. Im Endeffekt sind die Therapien im ambulanten Bereich dann fast ausgeschöpft, bis auf die wesentliche Säule der Bewegungstherapien. Hier hat man in der Vergangenheit herausgefunden und in den letzten Jahren immer mehr Evidenz, dass auch die Bewegungstherapie die Entzündung im Gelenk hemmt und damit die Arthroseentwicklung hemmt und den Schmerz bekämpft. Und dann als letzte Instanz praktisch ist die Endoprothese zu sehen, die dann das erkrankte Gelenk ersetzt, entweder im kleinen Rahmen oder im größeren Rahmen als Komplettersatz. Ja, also wir als Orthopäden und generell als Arthrosebehandler verschreiben ja schon seit jeher Physiotherapie, auch bei Arthrosepatienten. Das Problem ist, dass das praktisch für uns wie eine Blackbox ist. Zum einen hat der Patient vielleicht 1-2 Anwendungen pro Woche, was wirklich nicht viel ist, deswegen erlernt er Übungen und dieses Erlernen von Übungen müssen Sie dann zu Hause ausüben. Und die Patienten sind da praktisch auf sich alleine gestellt und müssen dann ohne Anleitung Übungen durchführen, die teilweise schon komplex sind. Das nächste Problem ist, dass wir als Behandler dann im Nachhinein gar nicht wissen, was die Patienten jetzt gemacht haben und somit auch keine gute Therapiekontrolle haben. Und des Weiteren ist es dann auch noch so, dass die Übungen überhaupt nicht standardisiert sind. Das heißt, wir haben einen Blumenstrauß an verschiedenen Übungen, ohne dass wir auch wissen, dass die Evidenz für jede dieser Übungen, die die Patienten da ausführen, auch gegeben ist. Ja, das ist wirklich ein Vorteil, muss man sagen, den die technische Entwicklung mitgebracht hat in der Arthrosebehandlung. Wir können zum ersten Mal nun mit einem angeleiteten Physiotherapie, also Bewegungstherapieprogramm für den Patienten zu Hause eine kontrollierte Umgebung gewährleisten, die zum einen evidenzbasiert zu einer Verbesserung des Schmerzes bei Arthrosepatienten führt und zum anderen auch eine Übungsabfolge gewährleistet, die die Patienten zu Hause unter einer sehr hohen Effizienz machen können. Und für uns als Behandler ist besonders wichtig, wir wissen auch im Nachhinein, wie viel die Patienten tatsächlich auch gemacht haben und was sie davon gemacht haben und wie gut sie es gemacht haben, weil das sind 3 Dinge, die wir bis jetzt nicht beurteilen konnten und damit ein Ergebnis hatten, aber eine Ursachenforschung nicht betreiben konnten. Also im Prinzip kann man die Reflex-Bewegungstherapie bei jeder Art der Gonarthrose verschreiben. Also dort, wo wir normalerweise auch Physiotherapie verschreiben würden, kann man auch dieses 12-wöchige Heimtrainingsprogramm verschreiben. Die natürlichen
Gegenanzeigen sind natürlich die, wo andere Therapien absolut vorrangig sind. Also zum Beispiel eine grobe Instabilität wird durch eine Trainingstherapie, wenn das durch eine Ligamentinsuffizienz ausgelöst wird, nicht verbessert werden können oder allenfalls nur gering. Und das muss ich natürlich als Arzt dann erkennen und diese Dinge dann, die ich mit etwas anderem besser behandeln kann, dann ausschließen. Aber im Prinzip ist jede Patient und jede Patientin mit Gonarthrose so einem 12-wöchigen Bewegungstherapieprogramm zugänglich. Und auch in der Zulassungsstudie, die an der Uni Tübingen durchgeführt wurde, haben auch Patientinnen und Patienten aller Kategorien von der Therapie profitiert.